Hallo und guten Tag. Heute möchte ich gerne meine Heimatstadt Frankfurt vorstellen. Und wer sich dafür interessiert, der bleibe bitte dran. Da steht er, in Sandstein gemeißelt, Kaiser Karl der Große, und schaut von der alten Brücke etwas erstaunt auf die Skyline von Frankfurt. Lange habe ich an die Geschichte geglaubt, dass er der Namensgeber von Frankfurt ist. Karl der Große, seinerzeit auf der Flucht vor den Sachsen, konnte nur dank einer weißen Hirschkuh die rettende Furt durch den Main finden und sich so in Sicherheit bringen. Die Frankenfurt war entdeckt und damit auch der Name der Stadt begründet. Leider ist alles nur Legende, aber sei es drum, es hört sich halt einfach schön an. Ein Klassentreffen war der Grund, wieder einmal die Heimatstadt zu besuchen. Unsere Unterkunft war das verkehrstechnisch optimal gelegene Hotel Scandic Hafenpark in direkter Nähe zur Europäischen Zentralbank. Von unserem Zimmer hatte man einen tollen Blick auf das Hochhaus der EZB und die Skyline Frankfurts. Direkt hinter dem 2015 eröffneten Hafenpark erhebt sich das moderne Hochhaus der EZB. Es steht ein wenig in Kontrast zu der alten, aus dem Jahr 1890 stammenden und 1970 stillgelegten Krananlage des ehemaligen Osthafens. Entlang des Mainufers gelangt man schließlich in die Innenstadt und zum Kaiserdom, der dem heiligen Bartholomäus gewidmet ist. Betritt man den Kirchenraum, zu den Klängen der Orgel entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. In diesem ehrwürdigen Gebäude, mit dessen Bau 1239 begonnen wurde, war Maximilian II., der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der 1562 hier im Dom zu Frankfurt gekrönt wurde. Frankfurt löste damit Aachen als Krönungsort ab. Als Wahlort der Kaiser hatte sich Frankfurt schon seit 1147 einen Namen gemacht. Vom Domturm hat man einen schönen Blick über die Stadt. Diese hat sich allerdings in den letzten 60 Jahren doch ganz erheblich verändert. Direkt am Dom befand sich die Altstadt, die im Krieg komplett zerstört wurde. Bis zur Eröffnung der U-Bahn-Baustelle in den 1970er Jahren war die Fläche zwischen Dom und Römer ein großer Parkplatz und auch Veranstaltungsort der jährlich stattfindenden Dippemess. Über die endgültige Bebauung des Areals wurde ewig und lange diskutiert. Ein erster Schritt des Wiederaufbaus der Altstadt war die 1984 nach historischen Vorbildern erfolgte Fertigstellung der Häuserzeile direkt gegenüber dem Römer, dem Rathaus der Stadt. Viel wurde seinerzeit darüber diskutiert, ob eine solche Bebauung überhaupt sinnvoll und zeitgemäß sei. Heute ist man froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Auch der 2018 abgeschlossene Wiederaufbau der Altstadt mit 15 rekonstruierten Gebäuden im alten Stil und 20 Häusern im angepassten modernen Stil hat sich in der Zwischenzeit als richtig herausgestellt. Von den rekonstruierten Häusern ist übrigens das direkt am Dom befindliche Haus zur Goldenen Waage das am aufwendigsten gestaltete Gebäude. Ganz wesentlich hat sich das Erscheinungsbild Frankfurts durch den Bau der vielen Hochhäuser verändert, die, beginnend in den 1960er Jahren, vorwiegend als Bürogebäude errichtet wurden. Vom Eisernen Steg, erbaut 1868, der die Innenstadt mit Sachsenhausen verbindet, hat man einen hervorragenden Blick auf die Skyline.
Auch vom Sachsenhäuser Ufer bietet sich eine hervorragende Aussicht auf Downtown Frankfurt. Das Herz Frankfurts schlägt an der Hauptwache, einem barocken Gebäude, fertiggestellt als Wachgebäude 1730, im Krieg zerstört, in den 1950er Jahren vereinfacht aufgebaut, für den U-Bahn-Bau abgerissen und danach wieder originalgetreu errichtet. Direkt an der Hauptwache befindet sich die Galeria Kaufhof. Wenn man Zeit hat, sollte man das im letzten Geschoss befindliche Restaurant zumindest wegen der Aussicht aufsuchen. Von der Dachterrasse hat man nach meiner Einschätzung einen der besten Blicke auf die Skyline Frankfurts. In etwa 10 Minuten ist man von der Hauptwache am Opernplatz angekommen. Hier befindet sich die Alte Oper Frankfurts, ein ehemals 1880 fertiggestelltes Gebäude. Im Krieg zerstört und lange als die schönste Ruine Deutschlands bezeichnet. Nach fast 30-jährigem Streit wurde das wiederaufgebaute Gebäude 1981 eröffnet und erstrahlt seitdem wieder in neuem alten Glanz. Nach dem Wiederaufbau der Alten Oper und nach Fertigstellung der S- und U-Bahn-Station Alte Oper hat sich dieser Platz mit dem sehenswerten Brunnen wohl zu einem der schönsten Plätze der Stadt entwickelt. Auf alle Fälle ist es immer wieder schön, nach Frankfurt zu kommen. Meine Stadt, in der ich geboren, aufgewachsen und fast 30 Jahre lang leben durfte.